habe keine Ahnung. Alter. Keine Ahnung, gar. Weiß ja fast selbst nicht. Deswegen, das passt halt. One shot. Willkommen zur neuen Folge von Homies. Schere, Stein bei mir. Auf 3? Was Stein? Auf 3? Auf 3. Du fängst an dann. Ich fange an, du gehst nach hinten. Ich gehe nach hinten. Okay. Gegen wen hat RB Leipzig bei UCs ersten Pflichtspiel gespielt? Darmstadt, Saarbrücken oder Halle? Ich bin der Meinung, in Halle gab es ein schönes Derby, aber ob das sein erstes Pflichtspiel war? Ich tendiere ein bisschen zwischen Saarbrücken und Halle. Aber ich glaube, ich nehme Halle. Müsste 2013 gewesen sein. Da habe ich ganz klar Halle ausgewählt. Das ist auch richtig. Aber ist es auch richtig, dass ihr hingegangen seid, weil du hast darüber erzählt, dass es Derby war? Ja. Dein erstes Spiel, das hatte ich da noch richtig im Kopf und das ist halt, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Wir gewinnen aber 1-0. das war vogelwild. Das auch und was heißt jetzt, das Fenster am Bus wurde eingeschlagen nach dem Spiel. Genau, und das so. hatte ich im Kopf, deswegen, dass es da genau zu sowas kam. Irgendwas Ja. war da, ich war mir nicht mehr sicher. Seit wann ist UC Besitzer seines Cafés in Kopenhagen? März 2017, Februar 2016 oder Juni 2015? 2015, 16 bin ich ja gekommen. Dann hatte er das relativ schnell, aber ich bin der Meinung, nicht sofort. Von daher würde ich Februar 2016 sagen. Ich war tatsächlich noch nicht einmal in Kopenhagen. UC hat mich nicht eingeladen. Nein, Spaß. Hätte mich auf die Hochzeit eigentlich gefreut von UC, weil er uns eingeladen hat. Aber dann kam ja Corona dazwischen, von daher hoffe ich mal, dass er es nachholt. Und da habe ich auch Februar 2016 gesagt. Das ist aber richtig. Das ist schon mal sehr gut, genau. Weil ich bin ja 15, 16 gekommen und wir haben in der Zeit nicht einmal drüber gesprochen. Nee. Und dann kam das erst später. Ja, der war nie in Kopenhagen, das ist ein Problem. Ich habe gesagt, ich wurde von dir noch nie eingeladen, außer zur Hochzeit. Und dann habe ich auch gesagt, dass es... Das stimmt aber auch nicht. Genau, das habe ich dann auch gesagt, dass du ja von Kopenhagen so schwärmst und ich auf jeden Fall mich schäme dafür, dass ich noch nicht da war. Also ich habe In dich der Zeit. mehrmals in Urlaub schon eingeladen zu Wir kommen. sind halt immer woanders, genau. Naja, das stimmt aber. Was gelang UC am 2.6.2021? Erster Dreierpack für Leipzig, erstes Tor gegen Deutschland. Er ist zum ersten Mal Papa geworden. Da sein Kleiner heute Geburtstag hat, ist er auf jeden Fall nicht zum ersten Mal Papa geworden. Dreierpack für Leipzig wäre schön gewesen, aber ich glaube, es ist wirklich das erste Tor gegen Deutschland. Bin mir aber nicht sicher. Von daher würde ich Frage, Antwort 2 auswählen. Dann habe ich gesagt, erstes Tor gegen Deutschland. Das stimmt aber auch. Weil Papa gewonnen, das war auch zu einfach dann noch. Ja. Aber das weiß ich aber Aber auch, dass er im Februar Geburtstag hat. Aber warst du selber in dem Spiel nicht dabei? Ich war verletzt und zweite, sechste Saison schon beendet gewesen. Genau. Deswegen. Aber ich war nicht dabei, weil ich verletzt war. Aha. Was ist besonders am ersten Tor von UC für RB Leipzig? Er hat beim ersten Pflichtspiel getroffen. Sein erstes Tor war ein Fallrückzieher. Sein erstes Tor ist in der ersten Spielminute gefallen. Boah, das ist eine schwierige Frage. Fallrückzieher, das hätte ich vielleicht irgendwo aufgeschnappt, vielleicht irgendwo gesehen. Deswegen, das ist schwer. Ich überlege gerade, Leipzig hat ja mal in der 3. Liga so einen krassen Anstoßtrick gemacht. Nach hinten gespielt, die sind mit 9 Männern nach vorne gelaufen. Ein Mann hat von hinten noch vorgeschossen. Dann Kopfballverlängerung, reingespielt. Dann kam es zum Tor. Aber ich weiß nicht, ob das Jussi gemacht hat. Beim ersten Pflichtspiel getroffen, das hat er auch selten erwähnt. Das habe ich auch nie gelesen irgendwie. Fallrückzieher traue ich ihm auch nicht zu. Das traue ich nur mir zu.
Deswegen, naja, ich nehme die Antwort A. Er hat beim ersten Pflichtspiel getroffen. Aber ich bin mir nicht sicher. Habe ich gesagt, erstes Pflichtspiel, gleich getroffen. War ich mir aber unsicher, weil hier, das war es nicht du, dachte ich. Sein erstes Tor. Ist in der ersten Spielminute gefallen. Also nicht am ersten Spiel, sondern am, glaube ich, Erste Spielminute. zweiten oder Aber das war doch nicht der Anstoßstreck, oder doch? Nein. Ja, siehst du, Nein, ich hatte das Tor im Kopf, weißt du, wo alle 9 nach vorne Nein, gelaufen sind, verlängert, das war reingemacht, das gegen- war Fran, ne? Ja, mein Tor war gegen Rostock, Hansa, glaube ich. Und die machen Anstoß, spielen dann zurück. Ich presse an. Innenverteidiger spielen zu kurz zurück zum Torwart und ich komme dazwischen und schiebe einen nach 14 Sekunden. Oder? Ist das schnellste Tor der Nein. Geschichte von uns? Aber das von Fran, wo wir den langen Ball spielen, schnell. Ja, weil nach hinten gespielt vorne. Ja, Deswegen habe ich das auch nicht im Kopf, siehst du, sonst wäre das doch immer ärgerlich. Weil ich war mir unsicher, ich habe gesagt, Fallrückzieher kriegst du eh nicht hin. Ach Mann, das ärgert mich. Naja, dann steht hier, wer ist laut UC der bessere Backgammon-Spieler? Antwort A, UC, Antwort B, Halster, Antwort C, Timo. Und, das wissen wir beide, dass das UC ist. Das ist sehr einfach. Da habe ich UC gesagt, war ganz schnell. Warum gehst du so schnell an dem vorbei? Ich habe UC gesagt. Ja, das weiß ich, was du denkst, dass ich sagen würde. auf die Jussi. Frage. Genau. Und was würdest du sagen auf die Frage? Ich habe auch UC gesagt. Nein, ich habe Ganz gesagt, genau, ich bin der Beste. ich habe gesagt, ich bin schon gut, aber du bist besser. Und Oh, du bist gerade im Ranking vor mir wieder, deswegen. Einfache Frage. Was bedeutet das dänische Wort Moll auf Deutsch? Tor, Prost oder Mama? Das ist ganz klar Prost. Da würde ich Antwort B nehmen, Prost. Brauche ich nicht mehr zu sagen. Ich vermute es. Prost, habe ich gesagt. Boah, das habe ich auch noch nie gehört. Und ich weißt du, warum ich das genau hoffe? Weil du denkst an Skål. Skål ist Brust. Das hört sich ähnlich an. Ich dachte, das ist das komplett skandinavisch? Skål? Skål, ja. Ja, ich kenne es aus Norwegen. Genau. Das ist, ja, okay, aber komm on, ja. Trickfrage. Aber Tor? Trickfrage. Glaubst du immer noch nicht, oder was? Doch, ich glaube. Glaubst du? Die nächste Frage ist, was heißt bitte auf Dänisch? Skell oder Skall? Nöglin? Es gibt kein Wort für bitte. Doch, es gibt schon ein Wort für bitte. Ganz klar, Antwort A, Skell, Skoll, Skoll, Skell. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber schwierig. Das würde ich auswählen. Das siehst du, da ist die Frage. Hier. Skål. Aber es ist kein Hab ich Bitte. doch ausgewählt. Nein. Ja, ich wusste nicht, dass es Skål dann. Na gut, hätte ich mir dann denken können. Oh, ist das schlecht. Prost. Aber es gibt kein Wort für Es gibt kein Wort für Bitte. Nicht direkt eine Übersetzung. auf jeden direkt, Fall. wenn du googelst. Ich habe gerade gegoogelt und da wurde mir was angezeigt. Einzelwort wie Bitte gibt es dann keine direkte Übersetzung. Das ist schon ein längeres Satz, mehr oder weniger. Aber das, So, war schon nicht schlecht. Was heißt das? Nöglin? Was? Nöglin? Schlüssel. Schlüssel. Ja, schwierig. Dänisch ist schwierig. Aber das war nicht schlecht. 1, 2, Ich habe gesagt, 4 3. wäre gut. Das ist mein Anspruch. Nee, das nicht. Da ist 4. Das ist das erste Tor, ja gut. 4 von 7. War nicht schlecht. Tor seiner. Fertig. Hat gar nicht lange gedauert, oder? Ich muss lange überlegen. Wo hat Halse seine Karriere begonnen? CSV Havelse, Hannover, Garminia Grasdorf. Meine erste Überlegung ist Garminia Grasdorf, sorry, aber weiß ich gar nicht, wo ist. Ich weiß, dass er bei Hannover in der Jugend war, aber wann? Ob das dann seine erste Karriere begonnen? Was ist Karriere begonnen? Ist es, wenn man 4 Jahre alt ist oder wenn man sein erstes Profispiel gemacht hat? Ja, okay, dann würde ich sagen Hannover. Das ist meine Frage. Oder meine Antwort auf die Frage. Also ich habe Hannover gesagt. Au. Aber Es war mein Heimatverein, Germania Grasdorf.
Das ist, Dorfverein sozusagen. und das habe ich mir gedacht, aber ich wusste nicht, wo Germania Grasdorf war. Das habe ich schon auch in die Antwort gesagt, deswegen, aber Karriere. Schwierige Frage. Weil Ich habe anderthalb Jahre gespielt bei Germania Grasdorf. von Mit 5,5 bis 5,5 7 bis und dann, 7. ja, dann ging es zu 96 und da Also habe ich von halt 5,5 bis 7 warst du schon Anfang deiner Karriere. Ja, deswegen. Ja, okay, stimmt auch. Aber Aber deswegen habe ich gefragt. Falsch. Kannst du nicht Weil ich Germania Grasdorf. Germania Ja. Grasdorf. Kenne ich nicht, leider. Aber es ist auch in Hannover. Ja, genau. Wie viele rote Karten hat Halste während seiner Zeit bei RB Leipzig gesehen? 1, 2 oder 3? Pokalfinale ist 1, aber wenn Gelb-Rot nicht zählt, dann glaube ich, das war seine einzige glattrote Karte. Ich sage dann 1. Und das wurde mir gesagt, Gelb-Rot zählt nicht, nur Da Glattrot. habe ich auch nachgefragt. Ich musste Deswegen. selbst erstmal. Und dann habe ich gesagt 1. Eine ist richtig, ja. Genau. Mit Gelb-Rot, glaube ich, wären wir hier irgendwo. Ja, da gelb-rote auf jeden Fall 2. Aber 3. Nee, aber wenn du beides Unsicher. mitzählst. Ja, ich meine ja, also ich habe eine rote auf jeden Fall, eine gelb-rote weiß ich auch, aber ob ich dann nochmal. Das wäre ein Vielleicht. extra Punkt eigentlich. Weil eigentlich habe ich 2 zuerst gesagt, weil ich gefragt habe, ob Gelb-Rot zählt. Deswegen Dann habe ich sag gesagt nein, Dann eine. dann nur eine. Ja, das ist richtig. Halste Spitzname als Kind? Marci, Halste oder Cello? Das weiß ich, das ist Cello, das ist 3. Und das weiß ich ganz genau, weil das hieß er auch mal auf seinen Playstation-Namen. Und wir haben mal öfters gezockt früher. Deswegen kann ich mich gut erinnern. Da ist auf jeden Fall ein Punkt, das weiß ich schon jetzt. 3, Cello. Richtig. Richtig. Wenn Halste sich sein restlichen Leben nur noch von einem Gericht ernähren konnte, welche wäre das? Gemüse, Curry, Lachs oder Pizza? Nur Lachs, ganzes Leben lang, das geht bei keiner, das wäre zu viel. Der liebt eigentlich einen guten Pizza, aber der isst es halt nicht so oft. Aber wenn das halt alles ausgestrichen ist und der konnte einfach so entscheiden und ist egal mit Ernährung und so weiter, dann sagt er, dann würde Pizza sein. Deswegen sage ich auch Pizza. Denk mal ein bisschen. Du hast sie schon beantwortet, aber. Ich habe dich schon beantwortet Ja. und ich habe gesagt, Lachs, das wird zu viel. Richtig. Und da habe ich gesagt, es hängt ab davon, ob man immer noch im Fußballgeschäft ist oder wir strichen alles raus und wir machen einfach. Und da habe ich gesagt, wenn das so ist, dann ist Pizza. Das ist richtig. Ja, Pizza. Natürlich. Kannst halt trotzdem Gemüse auch drauf tun und Das, Fleisch das stimmt. Salat, und Fisch und alles Mögliche. Vielfältig. Wie hoch ist die Geschwindigkeit von Halste auf seine FIFA-Karte 223? Da habe ich keine Ahnung. Aber 100% langsam. Langsamer als man denkt, obwohl er gar nicht so langsam ist. Ob der schneller als mich auf die Karte? Nein. Also der ist nicht mal im Echt, aber auch nicht auf die FIFA-Karte. Weil das, was auf FIFA ist, stimmt nicht immer. Aber 68, 2. Das ist meine Schätzung. Ja, die Frage. Wie hoch ist die Geschwindigkeit von Also Halstenberg eigentlich auf seinen müsste hier, glaube ich, FIFA-Karte? 80 stehen. Also, Ja, wenigstens 75. das sieht man, das sieht man. 75. Siehst Also, du? erstmal, ich habe gesagt, es war zu wenig. Eindeutig. Und da haben die mich gefragt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, 75 auf jeden Fall. Stabiler Siehst du, 75. 75, ja. Wäre ich nicht so oft verletzt gewesen und vielleicht. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe kurz mal im Kopf gedacht, irgendwas, keine Ahnung. Wir nehmen die 2, Mitte, 68, 63. 63. Wow. Also bald bin ich langsamer als Hummels. Die denken, du bist Liebe bald in Grüße nach Rente. Dortmund. Ja. Die denken, du bist bald in Rente, kann nicht mehr laufen. Mit 31 bald. Nächste Woche. Gegen wen feierte Halste sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft? Und die Antworten, sorry, für die Zuschauer. Georgien, Frankreich oder England? England, sage ich. Ich überlege gerade, ja. Also ich weiß es natürlich, aber ich meine, ob du es auf Anhang wissen könntest, die war schwierig. Die war schwierig. Ich habe gesagt England. Ich war hier auf jeden Fall und England ist richtig. Auf Wembley. Ja, Wembley 0-0. Genau. Habe ich mir langweilig, gedacht, weil aber irgendwo im Kopf hatte ich, Wembley war dass das. du dein Debüt auf Wembley gemacht hast. Genau, richtig. Der war gut, der war wirklich Da war echt gut. gut. Auf 4. Auf 4. Jetzt, ja gut. Jetzt bin ich gespannt. 9 Punkte zusammen. Als Kind hatte Halste ein Trikot von David Beckham, Luis Figo oder Zinedine Zidane. Ich hatte von David Beckham übrigens, aber
Das hat Halste dann auch gehabt, sagen wir einfach. Hoffen wir. Ich hatte eine von David Beckham, deswegen habe ich David Beckham gesagt. David Beckham, Ja, auch die Rückennummer, deswegen kommt alles 23. zusammen. Kommen 9 Punkte von 14. 9 von 14 ist schon nicht schlecht. Ich glaube auch. Egal, Wenn ich jetzt noch ein bisschen Dänisch lernen würde, dann... Das stimmt. Ja. Wenn ich einfach wusste, wo Gasdorf. Ah, das ist krass, das ist auch... Oder vielleicht die Ja, Frage auch mal ein bisschen anders gestellt wurde und nicht die Karrierebeginn. Ja, Weil ich würde jetzt deswegen, ich dachte auch, dein erster Verein wäre ich auch bei... Lyngby. Oh, ja klar. Lyngby. Aber das wäre nicht mal mein erster Verein. Ja, aber daran hätte ich mich wahrscheinlich erinnert. Lyngby. Aber BK Skjold. Guck mal, hast du wäre nie ich auch gehört. Hammer. Genau. Wäre ich auch Hammer. Genau ähnlich. Aber 9, ich bin Mit zufrieden. Karriere. Sehr Ich auch. zufrieden. War Ich schon glaube, gut. da sind wir schon so oberen Drittel. Wir sind zufrieden. Sehr zufrieden. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Auch noch aufräumen. Auch noch von mir.